Happy Monday Morning. Ich sehe auch schon ganz viele bekannte Namen. Ich bin wie immer Maren. Good morning, everyone. I'm Genevieve. Und wir sind heute bereit, um über Präpositionen zu sprechen. Sind wir bereit, Genevieve? Oh yeah. Yeah. Präpositionen hatten wir, ich glaube, schon zweimal. Und jedes Mal, wenn ich dieses Thema wieder raushole, fällt mir auf, es ist schon wieder über ein Jahr her oder fast ein Jahr her, dass wir über Präpositionen gesprochen haben. Genau. Und deswegen schauen wir uns das heute nochmal genauer an. Wenn ihr den Banner anschaut, da haben wir, Genevieve hat in diesem Satz schon einen Haufen an Präpositionen untergebracht. Was waren überhaupt Präpositionen? Schreibt doch, wenn euch englische Präpositionen ein- oder auffallen, schreibt doch mal in die Kommentare ein paar Beispiele für Präpositionen. Und in der Zeit erkläre ich, was eine Präposition war. Ich glaube, im Deutschunterricht, wenn man so richtig die deutschen Wörter benutzt, kann man auch sagen Verhältniswort. Also eine Präposition drückt immer ein Verhältnis zu etwas aus. Und wenn wir zum Beispiel über ein lokales Verhältnis sprechen, wäre das auf Deutsch so etwas wie auf dem Tisch, in der Tasche, unter dem Sofa. Also ja, Sabine schreibt hier auch schon in, at, So fleißig. on, nearby, close to. Genau, also alle diese kleinen Wörter, die irgendwie in vielen Sprachen nicht ganz so einfach zu lernen sind. Und wir schauen uns heute die drei häufigsten oder drei sehr häufige Präpositionen im Englischen an. Und zwar in, on und at. Und wenn wir uns das gleich anschauen, hast du erstmal gute Nachrichten, Genevieve, oder? Für Montagmorgen soll ich, oder? Yes. There is some good news because English and German are so close. They are so closely related that some of the prepositions we use in English, you also have in German, and we use them in the same way, the equivalent preposition. So for today's session, we'll compare English and German, and we'll focus on the different ways and the different cases that we use the prepositions in English. So let's take a look at in first. And there's so many cases where in English is in German. And that's the easy one. That's a really easy one. So I'm in the office. Maren lived in Japan. So the first sentence is true, the first sentence is false, and the second one is true, because I'm not in the office, but Maren did live in Japan. Also wenn wir einen Ort angeben, benutzen wir in. Und eine weitere Verwendung von in ist bei unbestimmten Tages- oder Jahres- oder allgemeinen Zeitangaben. Zum Beispiel in 2020, in the 1960s, in the 80s. And we also have some other examples. So we have in the evening, in the afternoon, in the morning, and we have a bonus quiz question for you today. So we have in the morning, in the afternoon, in the evening, but what is the preposition we use for night? Und das ist tricky. Im Deutschen ist es in der Nacht. Aber ist es auch das Gleiche auf Englisch? Siehst du, wir sagen auf Englisch. In Englisch und wir sagen auf Englisch. Da haben wir schon einen Unterschied. Schau mal. Oh, I see lots of answers. Sabine, Anita, Albert, Regina. Well, perfect. At night is correct. And I think it's also confusing because if you think about the phrase and also the name of a song,
in the middle of the night. So you Na can toll. you hear like in, but it's not in the night. It's in the Mhm. middle, inmitten der Nacht. So Mhm. in the middle of the night is correct, but if you're just talking about the time of day, at night. Okay, now some more unbestimmten or allgemeinen Zeitangaben. In the past or in the future. And you'll notice the, so in the past, in the future. And also, if you talk about the time of year, the seasons of the year, then you have in spring, in autumn. And also notice that the S and the A at the beginning of the seasons is small. It's lowercase. And even native English speakers make the mistake of putting a capital S A. Sometimes maybe me. And then we have the months. So all of the months of the year, capital letter and in. So in July, in August. Aber aufgepasst, es gibt hier Fälle, wo wir keine Präposition nutzen. Maren, wann lassen wir in weg? Erzähle ich sofort. Ich wollte noch einmal kurz durch die Sachen durchgehen, die du gesagt hast, weil die im Deutschen eigentlich genauso sind. In the past, in der Vergangenheit, in der Zukunft, da benutzen wir auch das the, was du gesagt hast. Ja. Und hier machen wir ja auch ohne, wir sagen ja auch im Frühling. Wir sagen ja nicht in dem Frühling, klingt irgendwie Poetischer, oder? Im Frühling, im Herbst, im Sommer und auch bei im Juli, im August sagen wir auch einfach so. Also für uns da einfach, wir müssen uns nichts extra merken, funktioniert wie im Deutschen. Ja. So, und dann hast du aber schon ganz recht angedeutet, es gibt auch Fälle, wo wir die Präposition weglassen im Englischen. Und zwar, und das ist nämlich auch wieder ein schöner Vergleich mit unserer deutschen Sprache, und zwar, wenn wir Wörter wie last, every, this, next und so weiter benutzen. Das haben wir im Deutschen zum Beispiel auch, wenn ich sagen würde, letzten Januar. Genau. We met last January. Wir haben uns letzten Januar getroffen. Wir haben letzten August dies und das gemacht. Man kann im Deutschen zwar auch sagen, im letzten August kann man auch sagen, ja. Echt? Aber man kann es auch weglassen, ja. Oh, mag ich nicht. Oder hier wäre noch so ein Beispiel mit I travel to Spain every August. Jeden August reise ich nach Spanien. In jedem August reise ich nach Spanien auf Deutsch. Ja, klingt nicht gut. Nee. Also, ja, im Deutschen ist es so ein bisschen, im letzten August haben wir uns getroffen. Ja, ich weiß nicht. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, vielleicht ist es auch was Regionales. Also ich benutze es eher ohne die Präposition in. Ich würde einfach sagen, letzten August. Aber auf Englisch muss das hier immer wegfallen. Wir können auf Englisch nicht sagen in every August. Das Never, ever, ever. Niemals. Gar nicht. So, und dann haben wir noch einen weiteren Fall, wo wir in benutzen. Und zwar, wenn wir über Farben, Formen oder Größen sprechen. Also zum Beispiel, wenn wir shoppen gehen, dann können wir... We love shopping. Dann können wir Sachen fragen wie I would like to see these shoes in size 9. Oder do you have this hat in a bigger size? I need this because I have a very big head. In a size. In size S, in size M, in size 9. Oder zum Beispiel auch bei Formen oder so, wenn wir zum Beispiel sagen, could you all please stand in a row? Oder stand in a circle. Can you place the chairs in a circle? Ja. Da benutzen wir immer in. Und wir sind mit in noch nicht ganz durch, Genevieve. Nee, wir haben noch einen Fall. Möchtest du weitermachen? Ja, gerne. So, in.
We also use the preposition in when we speak about our beliefs, our interests, or our feelings. So I'll give you a German sentence and think about what the English could be. Ja. Ich bin an Geschichte interessiert. Oder ich glaube an die Kraft der Positivität. Oh, was für ein hübscher Satz. You might be tempted to translate the an, so an Geschichte, an die Kraft with on, but of course Sabina did not fall into that trap. And she's written, I am interested in history. Andreas, Christine, super. So if you are interested in, and I think it's one of those ones where you should have hear a Feuermelder, like an alarm when you hear the verb interested in, and it's kind of nice because you have the interested, and that helps you. It's not a trick. That is a really good hint to have. I'm interested in. That's really, really important to remember. And it's the same with believe. So I believe in the power of positivity. Or someone might say, I believe in God. I believe in you. In you. Oh, Maren. I believe in you. Thank you. Ich glaube an dich. Yeah. So just remember, watch out and do not say interested on or believe on. Just get that out of your head. Interested in, believe in. But then the question is, Maren, when do we use on? When do we use on? Also on ist ein bisschen komplizierter. Ich glaube, wenn man im Wörterbuch nachschaut, on, dann sieht man ganz, ganz viele verschiedene Beispiele und Bedeutungen. Und ich denke, wir müssen uns das immer so ein bisschen anhand von ein paar Beispielen merken, wann man on benutzt. Und ein ganz typisches Beispiel, wo wir on benutzen, ist, wenn wir wiedergeben wollen, wo sich etwas befindet, und dann bedeutet on auf. Also zum Beispiel, the phone is on the desk. Das Telefon liegt auf oder ist auf dem Tisch. Ja. Genau, da, also lokal, die Angabe ist on immer auf etwas. Das ist die erste große Bedeutung. Dann haben wir noch, wenn wir zurückgehen zu diesen Zeiten, Zeitangaben und Tage und Daten, dann wird on für ganz konkrete Angaben angegeben. Zum Beispiel, wenn wir sagen, the meeting is on Monday. Monday ist ein konkreter Tag, also nicht the meeting is next week, sondern the meeting is on Monday. Da haben wir einen ganz konkreten Tag. Oder natürlich geht das Gleiche auch mit Daten, wenn ich zum Beispiel sage, I'm starting my vacation on August 10th. Das ist übrigens nicht wahr. Ich gehe nicht in den Urlaub im August. Ja, später. Aber wenn wir genauso konkrete Tage haben, konkrete Daten, dann sagen wir auch on. My birthday is on. Und dann können wir ein Datum einsetzen. Und dann könnten wir zum Beispiel, konkrete Tage sind natürlich auch Tage wie Christmas Day. I ate too much chocolate on Christmas Day. Kann das passieren, Genevieve? Yes, very, very, very easily. Yes. Also on Christmas Day, on New Year's. Ja. So. Und dann schauen wir uns einfach nochmal im Kontrast die Tageszeiten an. Weil Genevieve hatte vorhin, du hast in mit Tageszeiten erklärt und ich on mit Tageszeiten. Und da ist nochmal dieser Kontrast. Also in the evening ist nicht konkret. Es ist einfach so am Abend. Aber on Wednesday morning oder on Wednesday evening oder einfach on Wednesday, das ist halt konkret, da benutzen wir on. Und bei allem unspezifischen in, das schauen wir uns später im Quiz auch nochmal genauer an. Wir fassen das auch alles nochmal zusammen. Genau. Aber vorher wollen wir noch ein bisschen mehr über on sprechen, Jenny. Natürlich, ja, gerne. So, if we want to talk about, again, where something is,
but like on our body, on our being, you could say, I wear a ring on my left hand, or on this finger on my left hand. You could also talk about if you see a lovely, cute dog, she gave her dog a pat on the head. I don't know if you know this word, but this is like, it's like a soft touch. Yeah. Gave her dog a pat on the head. And here you need to be careful, because you might want to use the preposition at, but it's wrong. Okay. I wear a ring at my left hand. No. Parts of the body we use on. So I have a top on. I'm wearing a necklace on my neck. But also, if we're talking about, if, for example, if I have my phone and my lovely daughter is saying, "Mommy, mommy, mommy, mommy," then I say, "I'm on the phone right now. Shh, I'll talk to you in a minute." But also, if we're talking about watching a movie, you could say, "My favorite movie was on TV." So it's a little bit more abstract. Is it really sitting on the TV? No, but it's being played on the TV, like a show was on at the theater. And like with Netflix, we have no connection with Netflix, but is this series on Netflix? We also use on. So we have so many examples, we have so many exceptions, and as we say, looking up a translation in the dictionary, it's a start, but learning examples of sentences where these prepositions come, we think is a really good idea. But for you, Maren, how was it for you to learn all of these prepositions? Nicht einfach. Nicht einfach. Naja, natürlich die gleich sind mit dem Deutschen, das ist natürlich einfach. Aber dann gibt es ja immer dieses at night und du denkst so, warum? Es heißt doch auf Deutsch auch in der Nacht. Warum ist das anders? Aber ich glaube, für dich umgekehrt ist es ja genau das Gleiche. Auf Deutsch benutzen wir ja auch manchmal, also zum Beispiel ist das Series on Netflix oder My Favorite Movie was on TV. Würden wir lief im Fernsehen und auf Netflix. Warum? Ist das auf Netflix? Ja, ich glaube, ich würde auf Netflix sagen. Because maybe Netflix is like, it's a platform. Ja. Ja. Und ich bin am Telefon. Ich bin auch nicht auf dem Telefon oder im Telefon. Ja, es ist einfach, also ich fand es auf Englisch teilweise auch schwierig, besonders da, wo es halt so ganz anders, als man das so im Gefühl hat und machen möchte, so ganz anders ist. Aber wie du sagst, ich glaube, wir müssen uns das wirklich merken. Wir können uns einfach merken, Ring on my finger. Und dann wissen wir sofort, okay, Körperteile war immer mit on. Und da gibt es noch etwas ganz Gutes, nämlich Verkehrsmittel. Verkehrsmittel funktionieren auch sehr interessant auf Englisch. Ja. Also wer erinnert sich denn noch, was da so ein bisschen kompliziert war bei Verkehrsmitteln? Also auf Deutsch würden wir sagen, du rufst mich an und ich gehe ans Telefon und du fragst, Maren, wo bist du gerade? Und ich sage, ich bin im Bus. Was ist das auf Englisch? Ich bin im Bus. Möchte ich mal kurz warten. Also Sabine hat schon geschrieben on the bus. Und tatsächlich, ja, Hugo auch sehr gut, on the bus. Also auf Englisch müssen wir sagen, bei vielen Verkehrsmitteln, nicht bei allen, wir kommen gleich dazu. Aber ja, Christa auch sehr gut noch erinnert, on the bus. Oder auch zum Beispiel on the plane. Do they have Wi-Fi on the plane? Gibt es im Flugzeug Wi-Fi? So, und lustigerweise zählen auch Füße als Verkehrsmittel. Ja, die beste. Und wir sagen on foot
zu Fuß. Auf Deutsch zu. Warum auch immer. And it's also, I was thinking that sometimes you can say by foot, but it's a little bit different. I was trying to remember when do we say on foot, when do we say by foot? And I think the best way to remember is how are you going to the restaurant? Oh, I'm going on foot. But how long does it take to get to the restaurant? Oh, it takes maybe 10 minutes by foot. So if you're talking about how long it will take you by bike, by foot, by car, but how you're getting to the place, that's the focus. What is the transportation? On foot. I'm coming on foot. And then you can also, well, we can talk about private transportation, and it's in. We're back to in again. So let's get in the car. Or I call Maren and I say, Maren, where are you? And she says, I'm in my car. I'm in the car. And also a taxi, you might think, okay, but that's public. I'm not driving it, but it still counts as a personal vehicle. So we talk about taxis in. So I'm in the taxi. However, we also, for it again, I think it's because it's like a platform as well. With the bike, it's on my bike. We cannot go inside a bicycle, so we have to stay on it. And I just think it is really, really to do with the feeling. And I think Maren and I, we were talking, is there any other way we can remember it? And I think if you can walk onto something, like you can walk onto a plane, you can walk onto a ship, you walk onto a bus, it's more like a platform. So we have on the bus, on the plane, on the ship. Ja, das ist eine sehr gute Hilfestellung, ja. Wir können zu Fuß erstmal in das Flugzeug reinlaufen oder in den Bus und dann ist es on. Und beim Auto ist es mehr so innen rein. Ne? Man kann in dem Auto selbst nicht mehr gehen. Man setzt sich direkt rein. Ja. Wir üben das gleich nochmal, ja. Exactly. We'll practice more in the quiz, but before we get to the quiz, we're going to look at the last preposition, and it's when we're talking about a specific time. So could we meet at 12:30? What time is our session on Monday? It is at 10 a.m. It is at 10 o'clock. You could say, oh, it's on Monday morning. Ooh, that's not specific enough. I need to know when. I don't want to miss it. So it's at 10 o'clock on Monday. And when will we meet on Wednesday? Let's meet at lunchtime. So there's some more examples of specific times with at. Is there anything else that we need to know about at? Anything else? Natürlich, es gibt noch mehr zu at. Und zwar, wenn wir über Orte sprechen, wo etwas passiert. Wo kann was passieren? Zum Beispiel an meiner Haustür. There is someone at the door. An der Tür. Oder I'll be at my dad's place over the weekend. Also wenn wir uns irgendwo befinden oder Orte auch im erweiterten Sinn. Also wenn zum Beispiel eine Party oder irgendein Event passiert, dann könnten wir sagen, Trevor is at the party, at somebody's home, at his dad's place, at the door. Sorry to interrupt, but this was the thing for me coming to Germany. I heard so many of my German friends saying on the party. Yeah. I met him on the party and I was like, why are they saying on? And I think, because in German you'd say auf, wouldn't you? Ja, ich habe ihn auf der Party, vielleicht bei kann man auch noch sagen, bei der Party, aber ich glaube also man sagt, ich gehe auf eine Party oder ich gehe zu einer Party. Ja, das kann man auch sagen, aber auf ist wahrscheinlich das
eher komische, wenn Okay. man Deutsch lernt, weil man ja nicht auf etwas drauf Genau. ist, sondern Yeah, yeah. ja. Okay. Ja, aber dieses auf, das ist auch ein ganz interessanter Fall, wenn wir uns auch zum Beispiel im Englischen mal anschauen, in the post office oder at the post office. Und diese Unterscheidung haben wir im Deutschen auch. Wenn ich zum Beispiel sage, ich gehe auf die Post, dann bedeutet es, ich gehe zur Post, um etwas zu machen. Also ich gehe zu einem Ort für einen Zweck. Und wenn ich aber zum Beispiel, wir wollen uns treffen, Genevieve, und wir wollten uns irgendwie vor der Post treffen und es regnet und dann fragst du mich am Telefon, wo bist du? Dann kann ich sagen, ich bin in der Post, Ja. um zu sagen, ich bin in dem Gebäude drin, aber ohne irgendetwas zu machen. Genau. Und auf Englisch ist es ähnlich, oder? In Yeah, the post office wäre nur irgendwie in dem Gebäude. exactly. To really be clear that I'm just inside this building, these four walls, but I'm at the post office to do something. There, you don't even have to say it, but it's implied that you are at the post office to buy some stamps or buy some envelopes. So yeah, es gibt einen Zweck. Ich bin müde von den ganzen Präpositionen. Aber wir gehen am besten nochmal die ganzen Sachen ganz kurz durch in einem Satz mit 2, 3 Beispielen, bevor wir in das Quiz einsteigen, damit wir nochmal zusammenfassen, was wir alles erzählt haben. Genau. Also, wir hatten angefangen mit in. In benutzt man bei Orten, in denen man sich physisch aufhält. Also in the room, in Germany, in the post office, wenn wir einfach nur sagen, ich halte mich in diesem Raum auf. In benutzen wir auch noch bei unbestimmten Tages- oder Jahreszeiten oder allgemeinen Zeitangaben. In summer, in 1990, in the evening, in the morning. Und ein letztes, wo wir in noch hatten, waren Farben, Formen, Größen. Also in a circle, in a row, in blue, in size 10, in size L, in a bigger size. Das waren in. Möchtest du on durchgehen, Genevieve? Gerne. Oh, Frosch im Hals. So, another example for on, bei konkreten Daten und Tagen. So, on Wednesday morning, on May 15th, on Saturday night. We also have on bei Körperteilen und wenn wir Maschinen benutzen. So, there's a ring on my finger. I am on the phone. And the last example for on, bei öffentliche Verkehrsmittel. On the train, on the plane, on the bus, on the ship. All of those. Öffentliche, genau. Und dann hatten wir noch zuletzt at. At ist immer bei Uhrzeiten, egal welche Uhrzeit wir angeben. At 5:45, at 10 a.m. At ist auch bei Orten, in die man nicht reingehen kann oder bei Orten oder Events. Also zum Beispiel Orte, in die man nicht reingehen kann, wäre zum Beispiel at the bus stop. Das ist so ein Ort, ein Standort oder so, wo man hingehen, aber nicht reingehen kann. Oder auch eben so Orte oder Events, Sachen, um etwas zu machen. At the doctor's office. I'm at the doctor's office to get an examination. Ich bin beim Arzt, um untersucht zu werden, um Medikamente abzuholen. Genau wie mit der Post. I'm at the post office. Ich bin bei der Post, um etwas zu tun. Man könnte natürlich auch in the doctor's office sein, aber das ist dann wieder ganz komisch. Dann meint man nur physisch, man ist da gerade drin und es klingt eher komisch. Yeah, if someone is collecting you, if you're meeting someone and they're like, oh, are we meeting outside or where? Oh, no, inside, because as you say, it's raining.
Genau. So, wer Quiz jetzt time. noch dabei ist, genau, Quiz kann gerne time. beim Quiz mitmachen. Ihr kennt das ja, das Übliche. Es gibt 1 bis 3 oder 1 bis 4 richtige Lösungen. Bis hier. Ich gebe mal gleich den ersten Satz an dich ab, Genevieve. Okay, and also pass auf. We have an extra preposition in the quiz that we did not talk about, but we will talk about it a little bit today and then in another session in the future. So, quiz question number 1. I can't talk right now. I'm at my car, I'm in my car, or I'm on my car. My car klingt nicht nach einem öffentlichen Verkehrsmittel. Okay, I see lots of twos. And Regina even wrote the entire answer. Yep. And you are all correct. So I'm in my car. Now, it is possible that you climbed up onto the roof of your car to get a better view of something. It's possible. But if we're talking about I'm driving or I'm sitting inside my car, then I'm in my car. I'm in my car. Sehr gut. Ja, würde auf Deutsch auch funktionieren. Ich bin auf meinem Auto, geht auch. Warum sollte es jemand sagen? Man weiß nicht genau, aber grammatisch gesehen funktioniert es. And also you could say that at is possible because again, if you're meeting someone and you didn't decide where to meet, and you could say, oh, I'm parking in the car park, so let's just meet at my car. That's also possible. So we will walk to the restaurant together, just come and meet me at my car. That's also possible, with different meaning. Genau. Mach mal den nächsten Satz. Aha. Are you interested? Video games. Are you interested at video games? Are you interested in video games? Or are you interested on video games? Is that alarm, 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 interested. Ich glaube, das hast du sehr deutlich gemacht vorhin. Ich glaube und hoffe, das vergisst niemand mehr. Also in ist richtig. Interested in. I'm interested in science fiction books. I'm interested in whatever. 2 ist richtig. Und der nächste Satz ist für dich, Genevieve. Okay. I'm sorry, I can't make it tonight. Can we meet at 10 a.m. tomorrow morning instead? Can we meet in 10 a.m. tomorrow morning instead? Can we meet on 10 a.m. tomorrow morning instead? Also, wir haben eine ganz konkrete Uhrzeit. Und Uhrzeiten haben welche Präpositionen? Ich sehe nur Einser. I think they must be correct. Really, really good. Sehr schön. Dann schauen wir uns den nächsten Satz an. See you at week, in week, on week, next week. Also week ist einfach ganz allgemein und wir hatten gesagt, ich glaube wie im Deutschen, wenn wir ans Deutsche denken, was würden wir da sagen? Oh, Beate has just written, thank you very much, see you next week, and it's real. Ja. Tschüss, Beate. Und Beate hat recht. Ja. Next week, da benutzen wir, wenn wir next, this, last oder so benutzen, dann brauchen wir keine Präposition. Dann brauchen wir kein in dazu und dann heißt es einfach next week. Ja.
Okay. It's not tricky, but it's interesting. Let's meet at the restaurant later. Let's meet in the restaurant later. Let's meet on the restaurant later. Or let's meet by the restaurant later. Genau, by ist die Präposition, die wir nicht wirklich heute durchgenommen haben. Die schauen wir uns mal ein andermal an, aber wir dachten, wir mischen sie mal ein bisschen in die Fragen rein und schauen mal, was ihr so dazu sagt. Okay, ich sehe ganz viele Einser. Ich habe auch schon eine 2 gesehen, ja, ein paar Zweier. Eine 4 habe ich auch schon gesehen, ja. Sigrid tippt auch auf die 4. Was sagst du, Genevieve? Hilf uns bei diesem Satz, bitte. So I would say meet at the restaurant. So the at is the most common, general answer, definitely. Because you're not being specific. Es ist nicht genau entweder drin oder draußen. It's just, let's meet at the restaurant. If I arrive first, I'll go in. And then if you see me going in, it just depends on what happens. But the at is the most common. In is more, there's mehr genau. Let's meet in the restaurant because you know it's a really, really rainy day. On, it's kind of like the car. It's not very realistic. I mean, maybe they have a roof terrace, but still, no. Let's not meet on the restaurant. No. And let's meet by the restaurant. Now, this is possible because by here, it's kind of like next to or beside, you could also say. But let's meet by the restaurant. Maybe you know that around that area there's some nice places to sit, or there's a nice tree or whatever. Let's meet by the restaurant, and then we can decide to go in or not, because maybe you want to look at the menu first. Sehr spannend, ja. Ich glaube, auf Deutsch könnte man sagen, lass uns am Restaurant treffen. Lass uns beim Restaurant treffen. Kann man theoretisch auch sagen, ja. Das ist dann auch nicht ganz so, es könnte auch so davor sein, in der Gegend, ja. Oder lass uns im Restaurant treffen. Ja. Interessant. Okay, schauen wir mal das nächste an. Da haben wir kein by. How hot does it get here at summer? How hot does it get here in summer? Or how hot does it get here on summer? Jahreszeit ist nicht so konkret. Das ist Sommer ist ja recht dehnbar. I see lots of twos. Lots of people think it's in. And are they correct? They are correct. How hot does it get here in summer? And I'm sure for a lot of these prepositions, I can hear song titles. And I think if you could think of some songs that have these these words, especially the time of year and feelings, maybe that could help you remember the prepositions. Sehr gut. Und Genevieve, du kriegst wieder was mit bei. And money. Woohoo. You can pay with cash or credit card. You can pay on cash or credit card. You can pay by cash or credit card. In the summer of 69, Krista has written, very good. Summer of 69. Und da ist der Ohrwurm. Yeah, thank you for the day. There's worse. Ja, ich habe leider noch einen ganz schlimmen, wo man sich aber auch merken kann, das, was wir gesagt haben mit next, last und so weiter. Last, fällt dir auch ein Ohrwurm ein, Genevieve? Oh Last gosh. Christmas. Oh my gosh, why did you do that? I want Summer of 69. That's better. Ja.
Okay, dann gehen wir ganz schnell zu unserer Frage zurück. So we have lots of ones and lots of threes. Okay, and you're correct. So in this case, with and by are very much the same. So by can also be like with. So I can pay with cash or credit card. I can pay by cash or credit card. Both are perfect. On is never correct in this sentence. Sehr gut. Dann gehen wir zu dem nächsten Satz. Let me show you something at my computer. Let me show you something in my computer. Or let me show you something on my computer. Das waren Maschinen. Wir hatten so eine Regel zu Präpositionen oder einer Präposition, die wir mit Maschinen, zum Beispiel Computern oder Telefonen verwenden. TV. Und alle scheinen gut aufgepasst zu haben. Yep. On my computer. 3 ist richtig. Let me show you something on my computer. Yep. Or I mean, on if my phone. you open up your computer to look inside, you could say, oh, let me show you something in my computer. Something's broken. Yeah. But that's very, very different meaning. I wouldn't trust myself to open the computer. I would break Me it. neither. Me neither. Wir haben noch 4 Sätze, Genevieve. Die schaffen wir noch schnell, oder? Okay. Yeah. Du bist So she got a new tattoo at her right shoulder, in her right shoulder, on her right shoulder. So remember, Körperteile. Body parts, the ring. Oh, everyone's awake. Well done. Yes, she got a new tattoo on her right shoulder. Körperteile on. Perfekt. Und jetzt kommen wir zurück zu den Farben, Formen, Größen. I have the same dishes at blue, in blue, on blue. Was benutzen wir bei Farben? Das ist, glaube ich, für uns Deutsch-Muttersprachlerinnen und Muttersprachler nicht schwierig, weil wir das genauso sagen würden. Und es haben auch, sieht so aus, genau, es haben auch alle richtig. Die 2 ist richtig, in blue. Okay. Und vorletzter Satz. And in English we say second last. Vorletzte is the second last. And the last one is the first last. The first It doesn't make any sense at all. The last. Vorletzte macht mehr Sinn. Yeah. Okay, so second last sentence. Our first match after the summer break will be at September 1st, in September 1st, on September 1st. September 1st, ein konkretes Datum. Also nicht einfach September. Yeah, it's not just September. I think this is the tricky part. If it was September alone, we would say in September. But it's got a date, so it's more specific. Es ist mehr genau, konkret. So we will say on September 1st. That was a tricky one. That was a tricky one. Und deswegen machen wir jetzt auch noch mal einen ganz komplizierten zum Abschluss. The first last sentence. It takes 10 minutes to get there at foot, to get there in foot, to get there by foot. Warte. Und wir haben einen Punkt vergessen. Warte mal, ich korrigiere das noch. Ihr könnt natürlich trotzdem schon Antworten schreiben. Und ich habe noch eine Antwort erweitert. 10 minutes to get there on foot. Was ist alles richtig? Oh, you added another one. Ja. Ich habe gedacht, ich mache das mal schnell. Also,
Ich sehe Dreier. Ich habe auch schon eine 4 gesehen, nachdem ich die 4 eingetragen habe. So, the best answer is by. However, you could also say on foot. I mean, we talk about on foot if you're just talking about how to get there and not how long. But I also think there's probably a difference with American and British English. But both Das would be kann sein. correct. By foot or on foot, you can say both. Sehr schön. Wow, wie pünktlich. Ja, sehr lang heute. Aber ich glaube, wir haben alle sehr gut die Präpositionen wiederholt und vielleicht auch noch was Neues gelernt, eine neue Eselsbrücke gelernt, interested in. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich auch. Genevieve, ich habe 2 Ohrwürmer mitgenommen, die mich heute den Tag über begleiten werden. Und ich freue mich sehr auf nächste Woche. Yes. Thank you, everyone. Have a great week. Bye, bye. Bye.